Sie war eine Zarentochter, jung, gebildet, voller Hoffnung, doch ihr Leben endete einsam und viel zu früh, vergessen in einem kleinen deutschen Herzogtum. Um 1800 war Mecklenburg ein Land der Gegensätze. Während Herzog Friedrich Franz I. vorsichtig Reformen anstieß, blieb die Gesellschaft fest in ständischer Ordnung. Friedrich Franz stieß bei Reformversuchen immer wieder auf Widerstand des mecklenburgischen Adels. Die Leibeigenschaft prägte weiterhin das Leben weiter Teile der Bevölkerung. Anders als in Preußen oder Sachsen gab es kaum Fortschritte für die Landbevölkerung. Sie vermisst Petersburg. Unsere Sitten, unsere Strenge sind ihr fremd. Der Hof in Ludwigslust zeigte sich schlicht und protestantisch geprägt. Von höfischem Glanz war in Ludwigslust kaum etwas zu spüren. Während dieser tristen und kargen Zeit trat nun eine junge Frau, deren Herkunft kaum gegensätzlicher hätte sein können, in dieses zurückhaltende Fürstentum ein. Am 23. Oktober 1799 wurde in Gatschina, nahe St. Petersburg, eine politische Verbindung beschlossen, wie sie für den europäischen Hochadel jener Zeit typisch war. Nicht alle am Zarenhof blickten dieser Verbindung mit Zuversicht entgegen. Sie wünschen Helena als Gemahlin. So weit fort. Sie ist sensibel, Paul. Die erst 14-jährige russische Großfürstin Helena vermählte sich mit dem mecklenburgischen Erbprinzen Friedrich Ludwig, dem ältesten Sohn des späteren Großherzogs Friedrich Franz und seiner Frau Prinzessin Luise von Sachsen-Gotha. Mit dieser Heirat verband sich das protestantisch geprägte Haus Mecklenburg mit einer der mächtigsten Dynastien Europas, dem Zarenhaus Romanow. Helena Pawlowna war die zweite Tochter des russischen Zaren Paul I. und seiner Gemahlin Maria Feodorowna, geboren als Prinzessin Sophie Dorothee von Württemberg. Ihre Mutter war die Tochter von Herzog Friedrich II. Eugen und Prinzessin Friederike Dorothea Sophia von Brandenburg-Schwedt. Helena wuchs inmitten der kaiserlichen Familie auf, als eines von insgesamt 10 Kindern. Unter ihren Geschwistern befanden sich die später bedeutenden Herrscher Zar Alexander I. und Zar Nikolaus I. Ihre Großmutter, die russische Zarin Katharina die Große, soll das Neugeborene als besonders schön empfunden haben und wählte daher für sie den Namen Helena. Ihre Kindheit und Jugendzeit war geprägt von einer umfassenden Erziehung. Mehrere Hauslehrer und Gouvernanten unterrichteten Helena am Zarenhof in Philosophie, Literatur, Musik, Tanz und Sprachen, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Die Ehe von Friedrich Ludwig und Helena galt als harmonisch. Aus ihr gingen 2 Kinder hervor: Paul Friedrich, geboren 1800, später Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, und Marie, geboren 1803. In den langen Winternächten Mecklenburgs, fern der glänzenden Höfe Russlands, greift Helena zur Feder. In einem Brief an ihre Familie in St. Petersburg gibt sie Einblick in ihr neues Leben. Mein liebster Vater, meine teuerste Mama, heute ist einer jener stillen Abende. Das Knistern im Kamin begleitet meine Gedanken zu euch nach Hause, nach St. Petersburg. Das Jahr ist nun fast vergangen, Mecklenburg zeigt sich rau und herb, und doch wächst mir manches hier ans Herz. Friedrich Franz trägt die Last der Regentschaft. Die Zeiten sind unsicher, die Bauern klagen über die Ernten, der Adel sorgt sich um Frankreichs Einfluss und alles scheint sich zu wandeln. Friedrich Ludwig ist viel unterwegs, oft reitet er zu den Gütern. Doch wenn er abends zurückkehrt und unser Kind in seinen Armen liegt, dann sehe ich für einen Moment Frieden in seinen Augen. Ach ja, unser Kleiner, er ist nun 1 Jahr alt. Heute hat er zum ersten Mal versucht, mit dem Holzpferd durch das Zimmer zu laufen. Und dennoch, meine Seele sehnt sich nach St. Petersburg, nach den Lichtern, den Stimmen meiner Schwestern, dem Duft im Sommer. Es ist seltsam, ich liebe hier, ich lächle, aber ein Teil von mir ist bei euch. Umarmt bitte meine Schwestern für mich und sagt der Amme, dass ich oft an ihre Geschichten denke, die sie mir früher im Winter erzählte. Ich vermisse euch. In Liebe, eure Helena.
Doch das junge Glück währte nicht lange. Nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Marie erkrankte er Prinzessin Helena schwer. Was zunächst wie eine gewöhnliche Schwäche erschien, entwickelte sich rasch zu einem lebensbedrohlichen Zustand. Vermutlich eine Lungenentzündung. Am 24. September 1803, kaum 18 Jahre alt, starb die junge russische Großfürstin, fern der Heimat, in einem Land, das sie erst vor wenigen Jahren betreten hatte. Ihr früher Tod erschütterte nicht nur das mecklenburgische Fürstenhaus, sondern auch ihre Familie in Russland. Zunächst wurde sie in der Schlosskirche zu Ludwigslust beigesetzt. Einige Jahre später, nach Vollendung des eigens errichteten Mausoleums im Schlosspark, wurde ihre letzte Ruhestätte dorthin überführt. Das klassizistische Bauwerk blieb fortan als stilles Denkmal ihrer kurzen, aber eindrucksvollen Lebensgeschichte bestehen. Das Haus Romanow Holstein-Gottorp war eine dynastische Verbindung zweier bedeutender Adelsgeschlechter, der russischen Romanows und des holsteinischen Hauses Gottorp. Es stellt die letzte Zarendynastie des Russischen Reiches dar und regierte von 1762 bis zur Revolution 1917. Diese Linie gehört zur weit verzweigten Familie der Oldenburger, einem der ältesten regierenden Dynastiehäuser Europas. Zahlreiche europäische Königshäuser waren mit dem russischen Zarenhaus durch Heiratsverbindungen verbunden, darunter etwa die preußischen Hohenzollern, die Hannoveraner und später auch die britischen Windsors. Entstanden ist die Linie im 18. Jahrhundert durch gezielte dynastische Eheschließungen, insbesondere durch Peter III., Enkel von Peter dem Großen, der über seinen Vater aus dem Haus Holstein-Gottorp stammte. Mit der Thronbesteigung seines Sohnes Paul I. im Jahr 1796, dem Sohn von Peter III. Und Katharina der Großen, wurde die Linie Romanow-Holstein-Gottorp offiziell zur herrschenden Dynastie. Die Herrscher dieser Dynastie führten das Russische Reich durch eine Phase umfassender politischer, gesellschaftlicher und territorialer Veränderungen, von der Erweiterung des Reiches über innere Reformen bis hin zu den Krisen und Umbrüchen der Jahrhundertwende. Helenas Vater war Paul I. und kam 1754 als einziger Sohn der späteren Kaiserin Katharina II. Und ihres Gemahls Peter III. Zur Welt. Obwohl Gerüchte kursierten, er sei in Wahrheit ein Kind des Hofkavaliers, erkannte Peter III. Den Knaben sofort als legitimen Thronfolger an. Kurz nach der Geburt trennte man das Kleinkind von seinen Eltern und überließ es der Obhut, Kaiserin Elisabeth Petrowna. Diese zog Paul am Hof groß und erwog zeitweise sogar, ihn zum Thronerben zu machen. Der frühe Verlust mütterlicher Nähe und die Gewalterfahrungen in einem von Intrigen ausgerichteten Umfeld prägten Pauls Charakter. Er entwickelte ein empfindliches Misstrauen, das sein späteres Handeln bestimmen sollte. Nach dem Sturz und der Ermordung Peters III. Im Jahr 1762 erhielt der junge Großfürst von Katharina II. Schloss Gatschina. Dort richtete er sich mit eigenem Hofstaat und einer kleinen Privatarmee ein, ein Miniaturhof, der zugleich Zuflucht mit einer wachsenden Verbitterung war. 1773 zwang ihn Katharina auf das väterliche Erbe des Herzogtums Schleswig-Holstein-Gottorp zu verzichten, ein weiterer Schlag gegen den rechtmäßigen Thronfolger. Erst nach Katharinas Tod am 17. November 1796 bestieg der 42-jährige Paul den russischen Thron. Schon wenige Monate später erließ er das Hausgesetz von 1797, das ausschließlich männliche Nachkommen zur Thronfolge zuließ. Ein deutlicher Bruch mit der von seiner Mutter geprägten Praxis. Außenpolitisch suchte Paul die Nähe zu Frankreich, ein Kurswechsel, der seine bisherigen Verbündeten irritierte. Die quälende Angst vor Anschlägen ließ ihn die Michaelsburg in St. Petersburg zu einer Festung ausbauen, gesichert durch Zugbrücken und breite Wassergräben. Doch alles Misstrauen half nicht.
In der Nacht vom 23. auf den 24. März 1801 drang ein Kreis hochrangiger Verschwörer in sein Schlafzimmer ein. Paul wurde erdrosselt. Eine Ironie des Schicksals ist es, dass ausgerechnet sein eigener Sohn Alexander I. das Reich anschließend als Hoffnungsträger reformieren sollte. Helena wuchs in einem Kreis von Geschwistern auf, die auch in der Geschichte Spuren hinterließen. Ihre Familie war weit mehr als nur ein russisches Herrscherhaus. Alexander I. war der älteste Sohn und wurde 1801 nach dem gewaltsamen Tod seines Vaters Paul I. zum Zaren gekrönt. Er galt als widersprüchlicher Charakter, aufgeschlossen für Reformen, aber von innerer Zerrissenheit geprägt. Im Kampf gegen Napoleon wurde er zur Schlüsselfigur. Als Sieger über das französische Kaiserreich prägte er den Wiener Kongress entscheidend mit. Konstantin Pawlowitsch, der zweitälteste Bruder, war designierter Thronfolger, verweigerte aber 1825 überraschend die Krone. Diese Entscheidung löste einen Aufstand aus, eine frühe Revolte junger Offiziere, die eine Verfassung und ein Ende des Absolutismus forderten, blutig niedergeschlagen von seinem Bruder Nikolaus. Nikolaus I., der jüngste der regierenden Brüder, wurde nach dem Rücktritt Konstantins Zar. Er war Reformer im Inneren, aber brutal gegen Aufstände. Der Krimkrieg am Ende seiner Herrschaft offenbarte die Schwächen des Zarenreichs. Alexandra Pawlowna wurde mit nur 15 Jahren mit Erzherzog Josef von Österreich verheiratet. Doch sie starb bereits 2 Jahre später bei der Geburt ihres Kindes. Ihr Tod war ein schwerer Schlag für die russisch-österreichischen Beziehungen. Maria Pawlowna heiratete Karl Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach und machte Weimar zu einem geistig-kulturellen Zentrum. Sie war eine Förderin der Künste. Unter ihrer Schirmherrschaft wirkte zum Beispiel Franz Liszt. Ihre Nachkommen spielten später eine besondere Rolle im Deutschen Kaiserhaus. Ihre Enkelin war Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach, die 1829 den preußischen Prinzen Wilhelm heiratete, den späteren Kaiser Wilhelm I. Maria Pawlowna war somit die Großmutter der ersten deutschen Kaiserin und durch ihre Tochter eine Vorfahrin des Hauses Hohenzollern, das 1871 das Deutsche Kaiserreich begründete. Katharina Pawlowna wurde durch ihre Ehe mit König Wilhelm von Württemberg zur württembergischen Königin. Sie galt als tatkräftig, wohltätig und volksnah. Sie initiierte Sozialreformen und ist in Stuttgart bis heute durch die Königin-Katharina-Stiftung und das Katharinenhospital in Erinnerung geblieben. Olga Pawlowna starb als Kleinkind, ein Schicksal, das damals keine Seltenheit war. Anna Pawlowna wurde durch ihre Ehe Königin der Niederlande. Sie brachte viel russisches Zeremoniell an den niederländischen Hof, galt aber als reserviert. Ihr Sohn Wilhelm war später König der Niederlande. Michael Pawlowitsch war Militär durch und durch, ein loyaler Bruder, aber stets im Schatten der großen Politik. Er leitete unter anderem den Ausbau der Festung Kronstadt und war Kommandeur der Garde. Helena Pawlowna, eine russische Großfürstin, geboren am glänzenden Zarenhof, gestorben in der stillen Weite Mecklenburgs. Ihre Lebenszeit war kurz, ihr Weg geprägt von politischen Bündnissen, familiären Erwartungen und vielleicht auch von stiller Sehnsucht nach der Heimat. Ihr Name lebt weiter in der Erinnerung an eine junge Frau, deren Weg vom Glanz der Romanows in die Abgeschiedenheit von Ludwigslust führte.